Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Ralf Hülsmann, ich arbeite bei der T-Systems und ich möchte euch in ein paar Videos ein bisschen was zu Innovation, künstlicher Intelligenz und Cloud erzählen. Schönen guten Tag, mein Name ist Ralf Hülsmann, ich gehöre zu der T-Systems und im heutigen AI-Talk habe ich euch die eBot 7 mitgebracht und an der Stelle möchte sich der Fabian sehr wahrscheinlich selber mal vorstellen. Ja, sehr gerne. Ralf, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Fabian, einer der Gründer und Geschäftsführer von eBot 7. Wir freuen uns sehr, hier zu sein. Wir haben das Unternehmen vor 4 Jahren, ein bisschen mehr als 4 Jahren gegründet, in München zu dritt und haben mittlerweile über 60 Mitarbeiter mit Büros in München natürlich nach wie vor unser Headquarter in der Innenstadt, aber auch jetzt in London und Paris und planen gerade auch nächstes Jahr dann in die USA weiterzugehen. Bis dato haben wir 9 Millionen Venture Capital geraced und unser Fokus liegt darauf, mit künstlicher Intelligenz den Kundenservice effizienter zu gestalten. Sprich, wir automatisieren Kundenservice-Anfragen und Prozesse auf diversen Kanälen und helfen so Unternehmen Geld zu sparen und ja, Effizienzen zu steigern. Wunderbar. Also den Plan mit USA sieht man ja schon im Hintergrund. Das passt ja hervorragend. Und jetzt verstehe ich auch die Wahl des Hintergrundes. Ja, jetzt seid ihr im Bereich künstliche Intelligenz gut unterwegs, wie sich das anhört. Was wir häufig von Kunden hören, ist, dass KI eine hochinteressante Technologie ist, dass man sich das näher angucken muss und dass das aber heute noch eher so ein POC- und Pilotcharakter hat. Vieles von dem, was da läuft, wenn man mal von der Bilderkennung in einem Handy absieht, sehr häufig ist halt die Meinung, naja, schauen wir in 3 Jahren mal. Was würdest du denn so zu der Reife, zu der praktischen Nutzbarkeit von künstlicher Intelligenz sagen? Ja, das ist eine sehr gute Frage und wir erleben das natürlich auch teilweise. Generell kann man sagen, dass es auf jeden Fall sehr, sehr viel Aufklärungsbedarf benötigt, sowohl aus der Politik als auch aus den Medien. Oft ist ja KI eher als ein gefährliches Thema eingestuft, wird es unsere Jobs ja, ersetzen und so weiter und so fort. Und es wird viel zu wenig auf die Vorteile von KI ja, oder über die Vorteile von KI gesprochen. Auf der anderen Seite sehen wir es aber auch so, dass viele Unternehmen Lust haben, KI einzubetten, aber eventuell an vielen Stellen einfach noch nicht weit genug sind, weil sie noch gar nicht richtig verstehen, was bringt mir das für mein Business. KI wird ja sehr oft auch, sage ich mal, als Technologie immer nur verkauft, aber nicht wirklich mit dem Business-Hintergrund. Und wir haben festgestellt, wenn man eigentlich, also man bietet KI an, aber rückt quasi die Benefits für ein Business in den Vordergrund und hat eine Lösung, die sich eben wirklich tatsächlich auch von Business-Teams implementieren lässt, dass man da eben sehr gut bei den Unternehmen reinkommt. Aber ich stimme auf jeden Fall zu, wenn man sagt, dass das Unternehmen oft noch ein bisschen davor zurückschrecken. Aber da sehe ich es so, dass eben sowohl, wie gesagt, Politik als auch die Medien als auch die Gesellschaft und wir Startups oder Scale-Ups in diesem Fall die Aufgabe haben, eben zu zeigen, wo es eingesetzt werden kann, wo es dann welchen Mehrwert bringt und eben auch zu gucken, dass man es schnell implementieren kann, damit Unternehmen einfach die ersten Erfahrungen damit sammeln und ja, dann eben auch sehen, dass es sehr, sehr positive Resultate mit sich bringt. Wunderbar. Jetzt hast du ja Intros schon grob beschrieben, was ihr als Unternehmen macht. Hast jetzt gesagt, naja, ihr wollt euch ja eher mit den Unternehmensprozessen beschäftigen, weniger mit der Technologie dahinter. Die erste spannende Frage wäre, ihr redet also auch eher mit, ich sag mal, mit dem Business- oder Prozess-Owner und nicht mit der IT-Abteilung beim Kunden. Wäre das richtig? Sowohl als auch. Also es kommt natürlich auf die Projekte an. Meistens ist es ja so, also bei uns zumindest, dass es so abläuft, dass wir mit den Business Units reden, die einen akuten Need haben. Bei uns im Kundenservice, die Unternehmen wollen Kosten sparen, suchen da natürlich nach Automatisierungen, die sie einbauen können. Natürlich ist es dann schon so, dass nach einer gewissen Zeit auch die IT dazukommt. Da ist natürlich dann immer das Thema Hosting, gerade in Deutschland, ein großes Thema.
bei dem Unternehmen sagen, okay, wir wollen es entweder auf unseren eigenen Servern oder eben bei einem Cloud-Anbieter, der, sage ich mal, auch aus Deutschland kommt. Wir wollen nicht die Daten nach Amerika geben. Da haben wir natürlich Anknüpfungspunkte mit der IT. Auf der anderen Seite, wenn wir an Systeme andocken wollen, um dann wirklich auch Prozesse voll zu automatisieren, auch da müssen wir natürlich dann an gewisse Schnittstellen rankommen, Zugang bekommen und sprechen auch mit der IT. Und teilweise sind natürlich auch Data Scientists bei den Unternehmen dabei, die eben solche im Unternehmen haben, mit denen wir natürlich dann auch diskutieren. Aber da wir eine SaaS-Lösung anbieten, ist es nicht so, dass unsere Diskussion quasi tief auf den Algorithmen beruht, sondern es ist schon eher, und so wollen wir es auch haben, eher eben auf den Business Value, um dann eben die Lösung an den Start zu bekommen. Perfekt. Kannst du vielleicht mal an ein paar Beispielen erläutern, was machen Kunden denn mit eurer Lösung? Welche Probleme werden damit adressiert? Ja, absolut. Also wir haben, ich glaube, ein ganz gutes Beispiel ist zum Beispiel die Deutsche Bahn, wo wir quasi im Kundenservice, im Live-Chat Anfragen automatisieren durch einen digitalen Assistenten. Das heißt, Unternehmen betten uns ein, um Support-Anfragen vollautomatisiert bearbeiten zu können, eben über unsere KI. Das können sowohl First-Level-Support-Anfragen sein, also Standardfragen, die ein Kunde hat, als aber auch Prozesse. Das heißt, was wir auch machen können, ist natürlich Prozesse durchführen, sei es ein Passwort-Reset, eine Stammdatenänderung oder dann auch im Versicherungsbereich Schadenmeldungen und ähnliches. Das betten Kunden entweder ein im B2C-Bereich, um dann ihren Endkunden quasi Automatisierung zu geben und gleichzeitig aber auch die Agenten im Kundenservice unterstützen zu können, effizienter arbeiten zu können. Andere Unternehmen benutzen unsere Lösung intern. Also es gibt ja sowohl einen zum externen Kunden hingerichteten Kundenservice als aber auch einen internen IT-Helpdesk. Und da benutzen uns Unternehmen auch. Das heißt, interne Fragen, gerade bei größeren Konzernen oder Prozesse wie, was ist unsere Urlaubspolice, weiß ich nicht, ich möchte meine Daten ändern, Passwort zurücksetzen, sowas können wir auch automatisieren. Und teilweise, aber sehe ich dann immer in demselben Feld, gerade im Customer Service zum Endkunden raus, ist es auch so, dass die Lösung die Möglichkeit hat, dann Neukunden zu generieren durch sogenannte Lead Qualification, also Abschlussstrecken durch, sage ich mal, Conversational AI abzubilden. Das sind so die typischen Cases. Ansonsten manchmal auch noch im HR-Bereich, einfach um Bewerberfragen zu beantworten. Also wenn ein Bewerber auf die Karriereseite kommt, hat der natürlich auch Fragen zu den bestimmten Stellen und da kann man natürlich auch gucken, ob so eine Lösung unterstützt. Aber den größten Mehrwert sehe ich tatsächlich im Kundenservice, wo man wirklich Anfragen und Prozesse automatisiert. Okay, sehr gut. Mich freut auch, dass wir quasi schon bevor wir zusammengekommen sind, dazu müssen wir noch was sagen, beide bei der Bahn aktiv waren. Ne? Also wir sind ja selbst in einer eigenen KI-Lösung im Sinne von Verspätungsvorhersage unterwegs. Also sehr wahrscheinlich treffen wir denselben Kunden. Wir sagen, wie spät es ist und ihr dürft dann die folgenden Fragen und Probleme automatisiert abarbeiten. Ziemlich nett, wie das quasi dann am Ende Hand in Hand geht. Warum macht ihr die Dinge, die ihr macht, AI-basiert? Also vieles davon würde ja auch mit regelbasierten Systemen funktionieren oder dem berühmten Auswahlmenüs, die auch eine Deutsche Bahn vorher hatte. Was ist der Vorteil, das per AI zu machen? Ja, also generell ist es so, dass natürlich bei regelbasierten Systemen, und da komme ich gleich noch zu, die sind nicht immer schlecht, würde ich gerne an der Stelle sagen, aber prinzipiell ist es so, dass Kunden natürlich nicht eingeschränkt sein wollen. Regeln klingt schon nach Einschränkung und so ist es dann oft auch. Das heißt, wenn ich irgendwo reingehe als Kunde und nur Regeln auswählen kann, dann bin ich sehr unflexibel. Und was wir natürlich ermöglichen wollen, ist, dass ein Kunde mit gesprochener Sprache oder geschriebener Sprache quasi einfach seine Frage stellen kann. Egal, ob die Frage jetzt 2 Intents hat oder 5. Es geht tatsächlich darum, dem Kunden die Möglichkeit zu geben, einfach sein Anliegen zu schildern und dann direkt eine Antwort zu bekommen und sich nicht eben erst durch 10 Menüs durchklicken zu müssen. Das gilt natürlich sowohl für First-Level-Support-Anfragen als auch für Second-Level-Support-Anfragen. Des Weiteren möchte man natürlich gucken, dass man auch immer mehr kontextuell antworten kann. Das heißt, wenn ein Kunde schon mal ein Anliegen hat in der Vergangenheit, dass man eben beim nächsten Mal, wenn er kommt, auch daraus Rückschlüsse ziehen kann und eine Antwort gibt. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass ein Prozess, wie zum Beispiel ganz einfach gesagt jetzt so ein Passwort zurücksetzen, wo der Kunde eben sagt,
Und das ist eben dann auch natürlich Natural Language Processing, also Erkennung von Text. Der Kunde sagt, ich habe mein Passwort vergessen. Das wird von der KI erkannt. Er muss also nicht nur regelbasiert auswählen, Passwort vergessen oder Daten ändern, weil er natürlich die Flexibilität auch haben möchte als Endkunde. Und danach ist es aber teilweise schon sinnvoll, dass man sagt, okay, diesen Prozess bilde ich quasi ja als einen Dialog ab, einen vorgefertigten Dialog, weil dieser ändert sich nicht wirklich. Der Grund, warum man da natürlich KI benötigt, ist, weil man, wenn der Kunde, sage ich mal, zu dem Prozess eine Frage hat, natürlich auch Hilfestellung leisten möchte. Das heißt, es kann gut passieren, dass das System sagt, in einem Dialog, ja, bitte nennen Sie mir Ihre Kundennummer, und der Kunde sagt, ich weiß nicht, wo ich die finde. Und genau in diesem Moment muss dann eben wieder das Natural Language Processing eingreifen und eine Antwort geben und dann wissen, okay, jetzt starte ich den Prozess danach wieder. Und da haben wir was gebaut, wo man eben eine sehr gute Kombination aus beiden Welten hinbekommt und das eben für Business-Nutzer zur Verfügung stellt. Wir haben auch die Möglichkeit, dass, sage ich mal, technische Nutzer immer mehr daran arbeiten können, wenn sie möchten. Aber generell ist unsere Lösung wirklich für Business-Nutzer konzipiert. Das heißt, die Business Unit, das Customer Service Team kann sowohl die KI trainieren, ohne sich mit Algorithmen auskennen zu müssen. Sie können aber genauso gut, sage ich mal, Prozesse erstellen. Und genau, und diese Kombination funktioniert bisher echt gut. Okay. Also jetzt muss man ja fairerweise sagen, die Botschaft an die Zweifler, wenn man sich Umfragen von Unternehmen anguckt, die in dem Bereich Kundenservice AI eingeführt haben, dann sind es ja über 20% der Unternehmen, die Kosteneinsparungen oberhalb von 10% angeben. Das ist ja schon relativ signifikant, weil man darf ja gar nicht vergessen, dass die Kunden nebenbei ja auch wesentlich schneller bedient werden als in der Warteschlange vom Callcenter. Ne? Ja. So, coole Sache. Was ist eigentlich euer exotischster Kunde, das exotischste Vertical, wo ihr was mit bedient? Wir haben zum Beispiel einen Kunden, Luvu heißen die haben so eine Dating-App. Das ist natürlich ganz interessant als Case. Hätte ich am Anfang auch nicht gedacht, aber da gibt es sehr, sehr viele Support-Anfragen und das hilft da wirklich enorm. Wir haben auch Wettanbieter. Da sind andere Arten von Fragen, wo Leute einfach generell zu den Glücksspielen Fragen stellen oder eben zu, sag ich mal, Auszahlungen und so weiter und so fort. Ansonsten haben wir klassisch Telekommunikationsunternehmen, ja, Reiseunternehmen, wir haben Automobilhersteller, also eigentlich quer durch die Bandbreite. Genau, immer mit dem Ziel eben zu sagen, wo kann man wirklich einen Mehrwert schaffen durch KI, weil ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt viele Cases im Bereich KI, die sind super zum Testen, aber die machen dann auch am Ende des Tages nicht so viel Sinn. Das hatten wir selber auch festgestellt, war sowohl für die Companies als auch für uns ein Learning. Das heißt, wir gucken halt wirklich drauf und sagen, okay, kann die KI hier wirklich einen Mehrwert generieren? Oder braucht man an der Stelle wirklich keine KI? Weil das Thema ist hip und es ist super, wenn Unternehmen sowas testen und, sage ich mal, ja, ausprobieren. Aber ich persönlich glaube, man muss immer genau gucken, wo ist dieser Business-Mehrwert, um dann wirklich auch erfolgreiche Projekte abzuliefern. Perfekt. Der Business-Mehrwert. Du hast eben schon, und das ist ja auch unsere Erfahrung, wir haben ja eine langjährige Historie in Outsourcing und so weiter. Wir haben Kunden, die alle möglichen Plattformen bevorzugen, das sind Multicloud-Anbieter. Welcher Business Case führt euch denn zu unserem Startup-Programm TechBoost und auf die Open Telekom Cloud? Ja, also generell ist es so, wir finden, dass die Telekom, T-Systems generell ein super Unternehmen ist. Nicht nur, weil sie deutsch sind, sondern einfach, weil sie in verschiedensten Bereichen echt super Sachen machen. Auf der anderen Seite ist für uns als Startup oder mittlerweile Scale-Up sind genau solche Programme wie ein TechBoost Gold wert. Das liegt daran, dass wir einfach relativ schnell mit den Entscheidern von Unternehmen in Kontakt kommen, aber auch gleichzeitig den Support von den Experten von TechBoost haben oder von T-Systems und dann direkt wirklich in den Deep Dive einsteigen können mit den Unternehmen, um wirklich über das Thema zu diskutieren, Use Cases zu erarbeiten und dann eben mit einem starken Partner direkt auftreten. Und das ist, finde ich, generell für Startups super wichtig, weil es natürlich einfach hilft, Projekte schneller umzusetzen. Und gleichzeitig habe ich auch festgestellt, dass viele Kunden es eigentlich ziemlich cool finden, dass wir auf der OTC hosten, weil eben genau dieses Datenschutzthema und so weiter sehr wichtig ist. Und ja, da präferieren eben viele Kunden auch Hosting auf der OTC und eben nicht Hosting in den USA und so weiter.
Und ja, das macht einfach Spaß. Und ich glaube auch bei Events, das ist die, sag ich mal, die Agilität zwischen den Teams ist super, auch wie man zusammenarbeitet und ja, für ein Startup eigentlich das Optimale, was passieren kann. Das war jetzt sehr viel Lob auf einmal. Den Teil schneide ich nochmal in getrenntes Video hier fürs Management raus, ne? Klar. Dass wir das Richtige machen. Okay, cool. Ein Thema kommt bei uns immer bei Kunden auf, wenn wir über AI und insbesondere Startups reden. Da wird immer die Frage gestellt, ja, also okay, wir verstehen zum Beispiel ein Machine Learning-Konzept, ist ein neues Thema für uns, wir haben vielleicht keine Data Scientists, wird am Anfang ein bisschen Anlauf brauchen, dann muss man das System trainieren, damit es auf uns passt, verstehen wir. Aber was ist dann mit dem dauerhaften Betrieb von so einer Lösung? Was ist, also wie sieht es mit den Betriebserfahrungen aus? Ihr bietet ja sogar eine SaaS-Lösung, also eigentlich kommt alles von euch. Wie sieht es mit den Betriebserfahrungen, Service-Level-Agreements aus? Wie vertrauenswürdig ist die Zusammenarbeit da mit einem Start-up? Das sind so Themen, die ja, gerne mal adressiert werden. Ja, also da haben wir auch viel Erfahrung gesammelt. Also vielleicht zum ersten Punkt mit dem dauerhaften Betrieb. Es ist natürlich so, also ich sehe eine KI teilweise ja wie einen neuen Mitarbeiter. Das heißt, egal in welchem Bereich ich das einsetze, ich rede jetzt einfach mal über unseren Bereich im Kundenservice, sehe ich quasi diese KI, diesen digitalen Assistenten wie einen neuen Mitarbeiter, der ins Team kommt, der auch von Zeit zu Zeit besser wird. Kennt man ja, man hat einen neuen Kollegen und der lernt natürlich auch über die Wochen hinzu, was natürlich auch gewissem Aufwand von den anderen Kollegen bedarf, weil diese natürlich ihm an gewissen Stellen helfen müssen, Input geben müssen und so weiter und so fort. So ist es mit der KI auch. Der Punkt ist nur, diese KI bleibt ja. Das heißt, je früher ich anfange, Zeit zu investieren in so ein System, desto länger oder desto kürzer dauert es, bis ich immer mehr Mehrwert habe und dieses Wissen, was ich eintrainiert habe, das bleibt ja dort. Das heißt, es wird dauerhaft optimiert. Es ist natürlich so, hängt von den Lösungen ab. Manche brauchen mehr Training oder mehr Daten, andere weniger. Wir haben aus genau diesem Grund gesagt, wir wollen das nicht als sage ich mal, Hürde haben, dass Unternehmen sagen, okay, vielleicht warten wir noch mit dem Thema. Und wir haben so einen Hybrid-Modus, also Real-Time Supervised Learning nennen wir das. Das heißt, auch Unternehmen, die, sage ich mal, keine Daten haben, oder es gibt ja immer verschiedene Szenarien. Es gibt die Unternehmen, die haben gar keine Daten. Es gibt die Unternehmen, die haben gute Daten und auch in einer Quantität, wo man sagt, dauert nicht lange, um das einzutrainieren. Und dann gibt es Unternehmen, die haben eine enorme Anzahl an Daten, aber die sind komplett unstrukturiert, nicht gelabelt und man hätte einen sehr großen Aufwand, diese Daten quasi verwerten zu können. Und wir haben gesagt, all diese Probleme wollen wir irgendwie lösen und haben deshalb diesen Hybrid-Modus gebaut. Das heißt, wir nennen das Ganze Agent plus KI im Kundenservice. Man würde das System implementieren und selbst wenn ich keine Daten einfüge, würde ja ein menschlicher Agent die Frage des Kunden beantworten. Die KI liest das mit und wird gleichzeitig trainiert. Das heißt, die KI lernt quasi jedes Mal dazu, wenn ein Agent doch nochmal eingreifen muss, wodurch ich eben den manuellen Aufwand des Trainings sehr stark reduziere. Und so kommt man eben ohne zusätzlichen Aufwand relativ schnell ans Ziel, während gleichzeitig Support-Agenten von der Lösung unterstützt werden. Genau, und da ist es eben genau aus diesem Grund so, dass man bei den Unternehmen wirklich auch am Anfang, finde ich, von einem Projekt drüber reden muss. Man muss wirklich ganz klar ansprechen, was sind die Erwartungshaltungen, wie viel Aufwand wird am Ende auf einen zukommen und deswegen umso wichtiger, den Business Case klarzustellen, weil eventuell hat man bei einer KI-Lösung am Anfang ein bisschen mehr Aufwand, der sich aber hinten raus natürlich enorm rechnet. Und genau aus dem Grund ist es, finde ich, sehr wichtig, dass man da eben direkt am Anfang drüber spricht. Faire Sache. Also ich kann ja nur aus vielen Jahren IT-Erfahrung immer sagen, die gern genommene Frage eines Kunden, wird das Projekt problemlos in Time und Budget laufen, habe ich immer mit Nein beantwortet, aber die Schmerzen werden sich im Rahmen halten. Ja. Also Expectation Management ist, glaube ich, einfach auch eine faire Sache, was Vertrauen und Planbarkeit betrifft. Ja. Jetzt haben wir ziemlich viel schon über die eBot7 SaaS Chatbot-Lösung basierend auf AI-Technologie, die Einführung, mögliche Einsparpotenziale gehört. Es käme die spannende Frage, wann sollte sich jemand, der unser Video hört, jetzt berufen fühlen, mit uns in Kontakt
zu kommen? Was sind ideale Industrien? Was sind typische Trigger? Wann ist ein guter Zeitpunkt zur Einführung wäre? Mit wem hätten wir alle zusammen schnell Spaß? Ja, also generell denke ich mir mal Folgendes dazu. Damals, und das ist ja, es gibt ja immer Trends in jeder Industrie. Und gerade im Kundenservice ist es so, damals gab es einen Agenten, da sind die Leute persönlich in die Filiale gekommen, um Fragen zu stellen. Danach gab es ein Telefon, dann haben die Leute angerufen, dann hat jemand gesagt, oh, wir können übrigens ab nächstes mehr E-Mails verwenden. Und auch da haben sich dann Unternehmen gesträubt und gesagt, nee, wir belassen das bei Telefon, E-Mail, der Einführungsaufwand ist viel zu groß und so weiter. Dann haben die alle E-Mail eingeführt. Dann kam plötzlich Live-Chat auf Webseiten oder soziale Medien. Dann haben die Unternehmen gesagt, ja, weiß ich nicht, ob ich sowas brauche. Warum? Da müssen wir ja dann einen Agenten haben, der ja sowieso eigentlich E-Mails macht. Und jetzt ist es eben so, dass es im Bereich KI, Self-Service, Automatisierung geht. Das heißt zwangsläufig, also wenn ich jetzt mal in die Zukunft gucke, wird es meines Erachtens so sein, dass jedes Unternehmen eine automatisierte Kundenservice-Lösung haben wird. Also es wird quasi zu einer Commodity im Kundenservice sowas einzuführen. Wenn ich jetzt als Unternehmen eine Anfrage pro Monat habe, dann weiß ich jetzt nicht unbedingt, ob ich eine KI-Lösung brauche. Aber bei Unternehmen, wo ich einfach im Support weiß, da kommt einiges rein, also B2C-Businesses, es kann aber auch B2B sein, wo eigentlich Supplier Fragen stellen. Es kann eben mit internen IT-Helpdesk sein. Dann sollte ich wirklich überlegen, ob ich sowas nicht schnell einführe, weil je früher ich diese KI einführe, desto früher lernt die KI, desto schneller habe ich Automatisierung und desto schneller spare ich mir Kosten. Und wie bei jeder Technologie ist es so, sie wird irgendwann bei allen da sein. Und wenn ich dann als Unternehmen noch nichts implementiert habe, dann hänge ich eben hinterher. Und deswegen ist mein Mantra immer zu sagen, einerseits drauf gucken, wie viele Anfragen habe ich zu diversen Themen? Gibt es Prozesse, die ich automatisieren möchte, sowohl zum Endkunden raus als auch intern? Und wenn ich da einen Haken dran mache, gibt es eigentlich keinen Grund zu sagen, ich mache das nicht. Vor allem schon nicht zu sagen, ich starte mal einen Piloten, um die Learnings reinzukriegen für mein Team. Weil auch da ist es natürlich so, je nach Unternehmenskultur gibt es die Unternehmen, die sind schon ein bisschen vertrauter mit dem Thema. In anderen Unternehmen sind die Leute noch ein bisschen zurückhaltender, wie wir vorhin besprochen hatten. Und genau da macht es eben Sinn, jetzt zu starten. Um dann eben die Benefits relativ schnell zu sehen, die Kultur dementsprechend auch zu überzeugen, dass diese Lösungen Sinn machen und dann eben in den nächsten Jahren mitzufahren und nicht hinterher zu hinken. Ja, also mit über 10 Jahren Cloud-Erfahrung kann ich nur sagen, ich glaube, alles, was du gerade erzählt hast, haben wir auf dieser Reise auch gesehen, nicht im Sinne von Kommunikationswegen, sondern von Plattformen. Deswegen mag ich da gar keine Kommentierung oder Zusammenfassung. Ich möchte dem so zustimmen. Ja, und ich denke, wir haben jetzt ziemlich viel zu euch gesagt, zur Motivation und wann man mit uns reden sollte. Und an der Stelle würde ich mich eigentlich für das nette Gespräch bedanken. Sehr gerne, absolut. Und an alle, die es sehen, gerne melden. Wie gesagt, die Lösung ist Plug and Play. Man braucht keine technischen Ressourcen. Das heißt, es steht eigentlich in der Implementierung nichts im Wege. Wir hosten in Deutschland. Die Daten sind sicher. Und die Agenten sowie Service-Teams freuen sich drüber. Also gerne melden. Und genau, bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Kunden. Sehr gerne.